Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Wenn du gerade mit dem Malen beginnst oder auch schon eine Weile dabei bist, der Weg zu eigenen, wirklich gelungenen Bildern ist ein langer Prozess. Man kann diesen Weg nicht wirklich abkürzen. Es müssen unzählige Bilder gemalt werden, du wirst Dinge ausprobieren, die vielleicht nicht richtig funktionieren und dabei wirst du Schritt für Schritt vorangehen. Im heutigen Video spreche ich über 3 Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte. 3 wichtige Aspekte der Malerei, die grundlegend sind, um wirklich gute Bilder zu malen. Wenn dir das folgende Video gefällt, freue ich mich wie immer über ein Like oder noch besser über einen netten Kommentar. Schreib mir gerne in die Kommentarspalte, ob du hier öfter solche Erklärvideos sehen möchtest oder ob du es bevorzugst, wenn ich einfach nur ein schönes Aquarell zum Nachmalen zeige. Mein erster Tipp für dich, den ich gern früher schon gewusst hätte, ist, jedes Bild braucht einen guten Plan im Vorfeld. Es war ungefähr 2012, als ich begann, mich wieder intensiv mit der Aquarellmalerei zu beschäftigen. Zunächst besuchte ich in meiner Heimatstadt Volkshochschulkurse und habe dort auch eine ganze Menge über die Aquarelltechnik gelernt. Wenn ich mir Bilder aus dieser Zeit heute anschaue, fällt mir auf, wie überwiegend planlos und ohne zusammenhängende Idee ich damals diese Bilder gemalt habe. Hier siehst du zunächst ein Bild aus dem Jahr 2014 aus meinem Skizzenbuch. Dies ist eine Landschaftsskizze mit Wasser und Wald aus dem Jahr 2018. Und das dritte Bild ist ein recht aktuelles Landschaftsbild von 2025. Zwischen den Bildern liegen einige Jahre und es ist immer ganz spannend zu sehen, wie die eigene Entwicklung sich vollzogen hat. In diesen Jahren hatte ich viele Bücher über Bildkomposition und Design gelesen, habe einige Aquarellkurse bei internationalen Größen der Szene besucht und selbst unzählige Skizzenbücher gefüllt. Worin besteht jetzt aber genau der Unterschied in der Skizze von 2012 und dem Landschaftsaquarell von 2025? Was meine ich nun genau mit dem Satz, ein Bild muss im Vorfeld gut geplant werden? Ich selbst sage in meinen Kursen immer, ungefähr 80–90% der Arbeit am Bild macht dieser vorbereitende Plan aus. Das heißt, ich überlege mir im Vorfeld, bevor ich den Pinsel überhaupt in die Hand nehme, die wichtigsten kompositorischen Fragen und auch Fragen zur technischen Umsetzung. 3 Aspekte der Bildplanung möchte ich nun anhand der Skizze von 2012 und des Aquarellbildes von 2025 mit dir gemeinsam durchgehen. Der erste Aspekt zur Bildplanung sind die Tonwerte. Tonwerte sind in Bildern enorm wichtig, denn sie lenken das Auge des Betrachters durchs Bild und machen das Bild lesbar und spannend. In dieser Skizze von 2012 gibt es einige dunkle Tonwerte hier im oberen Bereich und hier mit diesen Schatten in den Steinen findet sich noch einmal eine tonwertig recht dunkle Gruppe mitten im Zentrum des Bildes. Diese 3 Formen scheinen mir zusammenhangslos, ohne Inspiration ins Bild gemalt, abgesehen von der Technik, die hier natürlich noch nicht wirklich überzeugend ist, haben diese dunklen Flecken für mich keinen Zusammenhang. Sie sind nicht miteinander verbunden und lenken auch das Auge beim Betrachten des Bildes nirgendwo hin. Hier im Bild sind die Tonwertgruppen zusammengefasst. Es entsteht eine geschlossene Bildaussage durch die relativ helle Form des Himmels und die sehr helle Form des Wassers. Hier gibt es eine Diagonale, mit der sich diese dunkle Tonwertgruppe hineinschiebt ins Bild und dadurch entsteht eine Blickführung, die direkt hier auf den Bildfokuspunkt hinlenkt. Dunkle Tonwertgruppen zusammenzufassen und sie einzusetzen für die Blickführung des Bildes, das ist eine wichtige Funktion, die man mit überzeugenden Tonwerten erzielen kann. Um zu so einer guten Planung der Tonwerte zu kommen, habe ich in meinen Skizzenbüchern sehr häufig Übungen in dieser Art gemacht. Zu diesem Motiv gibt es, glaube ich, schon einen YouTube-Film hier auf dem Kanal, der sich mit den 3 Ebenen im Landschaftsaquarell und den 3 möglichen Tonwertstufen und der Verbindung dieser beiden Elemente für ein gelungenes Bild beschäftigt.
So kann die Vorbereitung der Tonwerte für ein Aquarell auch aussehen. Hier habe ich die beiden Tonwertskizzen mit Bleistift im Skizzenbuch festgehalten. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Lesbarkeit hier des Hauses vor dem dunklen Hintergrund, das seht ihr hier, über die Helligkeit der großen Form des Himmels, hier ist der Himmel heller, hier ist er schon etwas dunkler, und über die Schattenformen der Heuballen auf der Wiese, die hier diagonal angeordnet sind. Mit jedem Bild wollen wir gerne eine Geschichte erzählen. Das heißt, ich versuche dem Betrachter des Bildes etwas Spannendes mitzuteilen und sein Auge gut durchs Bild zu leiten. Auch hier betrachten wir wieder diese beiden Bilder und ich muss sagen, hier irre ich mit meinem Auge durchs Bild und kann eigentlich diese Bildhöhepunkte nicht so richtig finden. Es ist relativ durcheinander gemalt, nicht nur die Tonwerte betreffend, darüber habe ich ja schon gesprochen, sondern auch die Formen und vor allen Dingen die Farben betreffend. Ganz anders hier, wie ich finde, bei diesem Bild. Hier haben wir, wie schon eingangs erwähnt, durch die Diagonale eine gute Blickführung. Die Tonwerte unterstützen diese Blickführung. Die stärksten Kontraste gibt es hier im sogenannten Bildfokus. In der großen Himmelsform, die auch mit weichen Rändern hier nass in nass gemalt ist, beruhigt sich die Bildaussage und das Auge des Betrachters kann sich dementsprechend auch entspannen. Es ist so wie eine beruhigende Schlusskadenz in einem Musikstück oder eine beruhigende Sequenz in einer Geschichte. Der dritte Aspekt zum Thema Bildplanung, den ich beleuchten möchte, ist der Kontrast im Bild. Das hat natürlich schon etwas mit den Tonwerten zu tun. Wir können Kontraste aber auch in anderen Teilen der Bildgestaltung finden, zum Beispiel in den Farben oder in den Formen. Über die Tonwertkontraste habe ich jetzt ja schon gesprochen. Die finden sich hier in dieser frühen Skizze in Bildbereichen, die sehr weit am Rand liegen. Das würde ich heute nicht mehr so machen. Es ist besser, den stärksten Kontrast im Bild da zu etablieren, wo das Auge des Betrachters sich im Fokus auch wiederfinden soll. Auch Farbkontraste kann man natürlich dafür einsetzen, die Erzählung im Bild spannend zu halten. Hier bin ich relativ unbedarft mit den Farbigkeiten umgegangen und habe mich an die Farben gehalten, die ich in der Umgebung in dem Moment gesehen habe. Die Grüntöne sind relativ bunt hier im Bild verteilt und auch das Orange-Gelb meandert hier durch das Bild hindurch, ohne eine wirkliche Blickführung zu bieten. Ganz anders hier auf diesem Bild, da gibt es diese warmen Akzente innerhalb einer kühlen Himmelsfarbigkeit und die Grüntöne sind zugunsten der harmonischen Bildaussage sehr stark in der Farbigkeit reduziert. Auch hier wieder ganz wichtig für mich heute, wenn ich ein Bild male, dass der Bereich der stärksten Kontraste im Bild sich wirklich ausschließlich im Bereich des Bildfokus befindet und nicht überall im Bild kleine Kontraste, also quasi kleine Fokuspunkte verteilt sind, die dann das Auge des Betrachters doch sehr unentspannt und wirr im Bild herumirren lassen. Mein zweiter Tipp für dich ist auch wieder eine Sache, die mir viel Kummer erspart hätte, wenn ich sie eher gewusst hätte. Und zwar, jedes Bild braucht einen Hauptdarsteller. Vielleicht hast du ja die Sache vom Bildfokus schon einmal gehört, weißt aber nicht, wie du sie für deine eigenen Bilder umsetzen kannst und was dies vor allen Dingen für die Bereiche im Bild bedeutet, die nicht im Fokus liegen. Auch hier möchte ich dir zunächst ein paar ältere Aquarelle von mir zeigen. Dieses hier ist von 2013 aus dem Skizzenbuch und hier habe ich das Motiv noch einmal wiederholt auf einem großen Bogen Büttenpapier. Dieses Blatt ist von 2014 und die Stilllebenanordnung ist relativ ähnlich. Im Vergleich dazu siehst du hier zwei Bilder von 2025. Auch hier gibt es glänzende Stillleben-Bestandteile und über die einzelnen Kompositionen werde ich gleich noch sprechen. Wenn ich dieses alte Bild von 2013 mir hier heute betrachte, habe ich das Gefühl, dass kein Element in dieser Bildformation hier besonders wichtig ist und im Fokus steht. Alle Teile des Bildes scheinen mit gleicher Wichtigkeit gemalt zu sein und mein Auge wird hier dadurch nicht wirklich durchs Bild geführt. Ich mag hier wirklich die lockere Malweise, das finde ich nach wie vor eigentlich sehr, sehr schön.
Aber eine zwingende Bildaussage kann ich hier wirklich noch nicht erkennen. Daneben lege ich jetzt das Bild von 2025 und sehe, dass hier schon eine schöne Fokus- und Hauptdarstellersituation entsteht. Zunächst einmal ist es farblich sehr gut zusammengehalten durch den Blauton der beiden Tücher, auf denen die Dinge arrangiert sind. Der Bildfokus findet sich meiner Meinung nach hier in diesem Bereich. Die stärksten Kontraste, die interessantesten Formen und auch die technische Umsetzung hier mit dem durchbrochenen Pinselstrich und den weichen Formen hier schaffen einen überzeugenden Bildfokus. Die glänzende Tasse ist eindeutig der Hauptdarsteller im Bild. Was bedeutet das jetzt aber für die übrigen Bereiche im Bild? Hier habe ich mich bemüht, die Farb- und Tonwertkontraste wirklich anzugleichen. Wenn du mit mir gemeinsam jetzt hier auf diesen Bereich einmal blinzelst, das heißt die Augenlider wirklich so zusammenkneifen, dass nur noch wenig Information hindurchdringt, dann wirst du sehen, dass hier kaum noch Kontraste vorhanden sind. Dieser Bereich verschmilzt hier miteinander und gibt dem Betrachter nicht mehr so viele Bildinformationen. Das heißt, wenn du für dich den Bereich des Bildfokus klar definiert hast und ihn mit den stärksten Kontrasten auch ausarbeitest, für andere Bereiche im Bild die Kontraste herunterzuschrauben, die Formen miteinander zu verbinden, vielleicht sogar mit weichen Kanten zu arbeiten. Ich versuche nicht nur im Bildfokus die Lesbarkeit meines Aquarells für den Betrachter deutlich zu machen, indem ich Hell-Dunkel-Kontraste, manchmal auf sehr subtile Art, aber fast immer einsetze, um Räumlichkeit zu erzeugen. Das ist meiner Meinung nach auch eine große Schwäche hier noch in diesem frühen Aquarell. Die Dinge sind zwar räumlich angeordnet, aber es entsteht durch die Malweise nicht wirklich eine räumliche Illusion. Hier habe ich nochmal ein neueres Aquarell mit einer ganz ähnlichen Stillleben-Anordnung, in der die Räumlichkeit der beiden Elemente aber sehr gut zum Ausdruck kommt. Dies geschieht durch ganz subtile Tonwertabstufungen. Das Orange der Mandarine hier im vorderen Bereich ist etwas heller als der Schatten auf der Metallkanne. Das heißt, die Tonwertigkeit dieser beiden Objekte in dem Bereich, wo sie sich überlappen, sollte immer unterschiedlich sein. Das lässt sich hier an diesem Aquarell auch sehr gut beobachten. Die Birne ist hier ganz leicht, aber etwas heller als der Krug und das Tuch hier ist heller als das Brett, was dahinter steht. In diesem Fall hier ist die Metalltasse auf der linken Seite dunkler als der Hintergrund und hier gibt es auch Bereiche, wo die gleiche Tasse heller ist als der Hintergrund. Die Lesbarkeit eines Objektes im Hinblick auf seinen Hintergrund ist eine ganz wichtige bildnerische Notwendigkeit. Vor allen Dingen im Bildfokus möchte ich eine interessante Geschichte erzählen und deshalb setze ich die Kontraste hier im Bildfokus besonders stark ein. Mein dritter Tipp, den ich gerne schon selbst am Anfang meiner Aquarellreise bekommen hätte, betrifft das Thema Farbenmischen. Wenn man mit dem Aquarellmalen beginnt, ist man am Anfang erstmal überfordert von der großen Menge an verfügbaren Farbtönen. Es gibt unzählige Hersteller, die mit blumigen Namen uns dazu verlocken, immer wieder neue Farben zu kaufen. Ich würde aber im Gegenteil dazu raten, sich am Anfang auf ganz wenige Farben zu beschränken. Dafür solltest du ganz ausgiebig das Mischen subtiler Farbtöne üben. Im Aquarell können wir im Gegensatz zu anderen Techniken das Farbergebnis auf dem Papier nicht unendlich korrigieren. Sicher ist eine kleine Korrektur am Ende immer noch möglich. Ich kann noch eine Lasur über den Farbauftrag legen oder auch etwas Farbe wieder herauswaschen. Am besten sieht ein Aquarell aber immer dann aus, wenn es locker und spontan gemalt ist. Den Kampf um die richtige Farbigkeit, mehrere Korrekturen, sieht man dem Bild immer an und macht den Betrachter dann auch nicht so richtig glücklich. Eine gewisse Unbekümmertheit im Farbauftrag übermittelt sich dagegen sofort. Und solche Bilder mit mutigen, spontanen Farben schaue ich mir auch sehr gerne an. Damit die Lockerheit und Spontanität beim Malen mit einer gewissen Souveränität auch ausgeführt werden kann, muss man das Farbenmischen meiner Meinung nach ausgiebig üben. Es gibt hier auf dem Kanal schon mehrere Videos zum Thema. Ich male in einem Video einen Farbkreis, in einem anderen zeige ich meine verwendeten Farben. Und wenn du dich mit dem Thema Farben erst einmal grundsätzlich beschäftigen möchtest, schau in diese Videos gerne nochmal rein. Für den Beginn empfehle ich dir ganz trocken, kleine Mischquadrate von deiner Farbpalette zu erstellen. Solche Mischübungen finden sich
in meinen Skizzenbüchern, gerade in den ersten Jahren, sehr, sehr viele. Eine schöne Übung ist es zum Beispiel auch, alle Gelb- und Blautöne deines Kastens zu Grüntönen zu mischen und zu erkunden, welche tollen Farbtöne du erreichen kannst, ohne ein einziges fertiges Grün zu verwenden. Hier möchte ich dir gleich etwas ganz Wichtiges zum Thema Mischen zeigen. Wenn du zum Beispiel ein lebendiges Grün aus Cadmiumgelb und Kobaltblau dir selbst ermischen möchtest, ist es für mich immer wichtig, dass du nicht die Farben komplett auf der Palette zu einem Grün vermischst, sondern die beiden Komponenten des Grüns, nämlich das Gelb und das Blau, immer noch als eigenständige Farben erkennbar sind. Das entstehende Grün auf dem Blatt sieht dann so aus, dass es sehr lebendig hier von Gelb zu Blau-Grün changieren kann. Und so ein lebendiges, farbiges Grün entsteht, welches nicht so langweilig ist, wie wenn ich beide Farben so lange rühre, bis ein völlig homogenes Grün entstanden ist. Dann wird dieser Farbauftrag hier langweiliger aussehen als hier, wo immer noch das Gelb ein bisschen zu erahnen ist und das Grün selbst auch in seiner Blaustichigkeit noch variabel ist. Also beim Mischen versuche, die einzelnen Farben, die du verwendet hast, auch noch erkennbar zu lassen. Der Vorteil eines solchen selbst angemischten Grüns ist, dass sich die Farbtemperatur der grünen Farbe relativ schnell ändern kann, indem ich einfach hier mehr Blau dazugebe und dadurch ein gebrochenes, bläulicheres Grün erreiche, welches auch natürlich sehr harmonisch zu diesem wärmeren Gelbgrün passt. Selbst wenn ich jetzt hier sehr viel Blau in die Mischung nehme und ganz wenig Gelb, erreiche ich immer noch ein Grün, das jetzt aber die maximal kühle Farbtemperatur im grünen Bereich abbildet. Hier ist wieder ein älteres Aquarell zu sehen von 2013 und wir können im Vergleich mit einem Aquarell von 2025 ganz gut sehen, wie sich meine Möglichkeiten der subtilen Farbmischungen im Laufe der Jahre entwickelt haben. Während wir hier bei diesem alten Aquarell relativ langweilige, wie ich finde, ausgemalte Flächen haben, in komplementären Farben. Auch hier dieser gelbliche, fast ungestaltete Fußboden haben wir hier in diesem Bild viel mehr Atmosphäre und Stimmung durch diese vielen subtilen gemischten Grautöne. Sicherlich hilft auch, dass der Bildfokus hier in der Farbigkeit und auch in den klaren Formen mit den scharfen Kanten gut herausgearbeitet ist und hier in den Bildrandbereichen jeweils die Formen miteinander verschmelzen. Aber ich finde, auch durch die Subtilität der Farbmischung entsteht hier ein sehr interessantes und spannendes Bild. Obwohl dieses Bild ja komplett unbunter ist als dieses alte von 2013, finde ich es sehr viel stimmungsvoller und aussagekräftiger. Hier sehe ich noch ziemlich viel Durcheinander und Unentschlossenheit in der Farbgebung, auch vielleicht was die Kontraste angeht. Das Motiv als solches gefällt mir ganz gut. Vielleicht sollte ich es noch einmal mit meinen heutigen Möglichkeiten malen. Für alle Unterstützer unseres Kanals gibt es jetzt noch einen Bonustipp. Tipp Nummer 4 von den Dingen, die ich gerne früher gewusst hätte. Dieser Tipp beschäftigt sich mit dem Thema Pinselarbeit. Auch das ein ganz wichtiger Aspekt beim Malen von Aquarellbildern. Das habe ich früher nicht gewusst, aber in dem Moment, wo ich Augenmerk auf die Pinselarbeit gelegt habe, sind meine Bilder sofort viel besser geworden. Also für die Unterstützer geht es jetzt noch ein wenig weiter. Allen anderen danke ich fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Kommentar unter dem Video, ob du solche Videos hier mit Tipps und Tricks öfter auf YouTube sehen möchtest in meinem Kanal. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast und tschüss, bis zum nächsten Mal.